My name is Luki and welcome to another video on promoting Indonesia. I'm not feeling so well actually today, that's why I'm wearing this scarf. Indonesia took part in the annual game exhibition Spiel. By the way, Spiel in German means game. Spiel is more focused on board games and card games, but I was not able to attend Spiel. I just told you I couldn't. Relax, my colleague went there. So my colleague attended Spiel. His name is Dimas and we will talk to him very soon. The problem is, he only speaks German. Because he comes from Deutschland. Nein, nur ein Scherz. Er kommt aus Indonesien. Er ist auch Diplomat und er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Ja. Nicht vergessen, den Untertitel einzuschalten. Los geht's! Hallo Leute, bei uns ist mein Kollege Dimas, Dimas. Ja, hi. Wie geht es dir? Ja, alles gut, danke. Bei dir auch? Alles super, alles immer super. Immer super. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Okay, aber bevor wir beginnen, ich muss dich fragen, bisa bahasa Indonesia kan? Oh bisa? Bisa. Oke. Saya asli Indonesia. Takutnya nggak bisa bahasa Indonesia tadi. Bisa. Asli mana mas? Saya asli Solo. 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 Wah, inilah diplomat handal kita dari Solo. Mungkin ada yang dari Solo? Ada yang dari Solo? Ada yang dari Solo? Wah, itu ada tuh yang dari Solo, siap. Aber jetzt sprechen wir auf Deutsch, okay? Tapi ngomongnya jangan cepet-cepet, nanti kein Problem. Nggak ngerti lagi gue. Kein Problem. Aber dies ist eine gute Möglichkeit, mein Deutsch zu üben. Ja? Aber sehr gut. Entschuldigung, wenn ich viele Fehler mache, ich lerne immer noch. Ja? Okay. Also, beginnen wir. Spiel. Indonesien nahm an der Messe teil, Spiel, in Essen. Und du warst da. Wie war es? Ja, ich war dabei. Das war sehr gut. Das war wirklich eine tolle Messe. Das war wirklich ein weltweit große Messe. Und da gibt es schon 190.000 Besucher. So viele Menschen da? Ja, schon wirklich viel. Wow. So, wir laufen jetzt nicht so ganz gut, weil es ist schon ganz dichte Leute da. Ja. Und dann, wirklich 190.000 Leute. Dann können Sie dann schon vorstellen. Und wir in einem Stadion, schon befinden, dann 190.000 Leute auf einmal dabei. Ja, es ist schon wirklich krass, schon wirklich crowded. Ja. Wirklich krass. Wirklich krass. Ja, und es ist wirklich sehr interessant, es ist sehr wahnsinnig Messe und du solltest eigentlich dabei sein. Ne? Schade, dass du nicht dabei warst. Ja, schade. Ja. Schade. Ja, ich werde dann vielleicht nächstes Jahr mit dir zusammen höflich. Ja, okay, genau. Höflich ist gut. Okay. Ja. Und ja, so es ist eine sehr wichtige Messe dann, ja? Genau, sehr wichtig. Und es gab einen indonesischen Pavillon da, genau, oder? Ja. Und kannst du uns mehr über den Pavillon erzählen? Ja. Vielleicht auch über die indonesischen Unternehmen? Ja, genau. Diese indonesische Pavillon ist ja, das beinhaltet so 20 Unternehmen. Sag ich mal, kleine Unternehmen. Das ist schon Game Designer, das ist Unternehmen von Game Designer. Was heißt Game Designer auf Deutsch? Ja? Game Designer ist ja halt schon als Spielunternehmer. Okay. So. Aber klingt komisch, ja. Klingt komisch, genau. Game Designer klingt besser, oder? Besser, ja. Ja. Ja, da gibt es schon 20 aus Indonesien, direkt aus Indonesien kommen. Und dieser Pavillon ist ja eigentlich nicht so klein, aber das ist groß genug. Ja? Okay. Ich denke mal so 42 Quadratmeter. 42, okay. Ja. Dann kannst du dir dann vorstellen, dann
viele Leute auf einmal in unserem Pavillon, weil unser Pavillon ist ja so interessant ist. Okay. Die Leute wollen ja schon zusammenspielen, die Leute wollen noch mehr wissen, was unser Brettspiel, was unser Boardgame aus Indonesien waren. Und dann die Leute haben dann schon probiert, die Leute haben auch schon irgendwie sich informiert. Da gibt es schon einige Brettspiele, die so ganz interessant sind. Zum Beispiel Nusa Rasa. Das ist schon sehr kompliziert, weißt du? Diese Brettspiel ist ja ganz kompliziert. Ne? Du musst ja sowohl in deinem Kopf alles auswendig wissen. Sehr kompliziert. Ja, sehr kompliziert. Dann musst du manchmal auch. Sehr interessant. Sehr interessant. Das ist schon kompliziert. Heißt Nusa Rasa. Ja, du musst wirklich probieren. Ne? Okay. Ja. Hast du es probiert? Ich habe auch probiert, aber dann Kopfschmerzen, weißt du? Ich habe Kopfschmerzen wirklich mit diesem Spiel. Kopfschmerzen. Die Spielindustrie ist eine große Industrie, ja? Ja. Sehr, sehr groß. Richtig. Glaubst du, es kann auch andere Dinge über Indonesien fordern? Ja, ich würde sagen, davon könnte Indonesien viel profitieren, ja, weißt du? Weil mit diesem Brettspiel kann Indonesien schon viel nach außen, ich meine nach außen etwas sagen, ne? Über indonesische Kultur, über indonesische Wirtschaft und dann auch über indonesische Tourismus. Ja. Konnte Indonesien schon viel damit machen. Ja, im Prinzip eigentlich dieses Brettspiel ist ja wirklich ganz wichtig, ne, für uns und konnte man auch als Bildung für unsere Kinder, für unsere Jugendliche etwas mit diesem Spiel etwas noch mehr tun. Nicht nur ein Spiel, aber es gibt viele Dinge, das wir können fordern über Indonesien. Genau, richtig, ganz richtig. Sehr interessant, sehr interessant. Sehr interessant. Okay, meine letzte Frage vielleicht. Bist du ein Gamer? Vielleicht ein Spezialist für ein bestimmtes Spiel vielleicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Aha. Ich bin ja ganz Spezialist. Ja. Ich bin ja ein Gamer. Ja, und? Ja. Das ist? Das ist ein Murmelspiel. Nein, wirklich? Oh, ich auch! Ja, wirklich? Ja. Wow! Okay, Mas Dimas, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Die Freude war ganz meinerseits. Okay. Hast du einen Katalog über die indonesisches Brettspiel vielleicht? Ja, Ja? ich habe das. Darf ich? Sehr gerne. Okay. Ja, unten hier, da gibt es Links. Da könnt ihr euch schon alles informieren. Einfach klicken, herunterladen, dann alles sind dabei. Super. Ich hoffe, das Video gefällt euch ganz gut und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Bener.